Der Morgen ist wieder sehr schön. Endlich ist die Sonne wieder raus. Marina putzt die Scheiben. Es geht ja bald los. Hier haben wir wieder sehr eng gelegen. Vorne ist der Schweizer weg, sodass es nicht mehr so aussieht. Aber hinten sieht man schon, wie eng wir liegen mussten. Das Startproblem mit der rechten Maschine ist immer noch nicht beseitigt. Ich muss immer mal wieder in den Kabelkasten greifen. Irgendein Wackelkontakt. Müssen wir mal schauen. Mal schauen, ob es heute klappt. Nee, klappt wieder nicht. So ein Mist. Jürgen muss wieder in den Keller. Eins, zwei, dreimal rappelnd. Mal schauen. Na, starte mal. Da muss ich richtig durchziehen, ne? Ganz rechts rum. Ja. Machst du selber? Ja. Das ist der Mo. Nee. Das ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Scheiße. Sag das böse Wort nicht immer. Ja, leider muss der Jürgen immer dann das halbe Boot auseinandernehmen. Aha. Und er verliert dabei immer den. Er ist da. Super. Baust das Boot wieder zusammen? Ja. Moment. Wie sagt man so schön, die Scheiße geht. Die Scheiße geht. Gut, super. Immer noch ein Problem mit der rechten Maschine. Irgendein Wackelkontakt noch drin. Ich habe den jetzt lokalisiert ein bisschen mehr und ja, nächste Woche mal in Ruhe nochmal nachschauen. Ja, wir lassen jetzt erstmal Frank und Claudia fahren und dann kommen wir ein Stück nach vorne, weil wir hinten dicht dran sind und dann legen wir auch ab. Die Mittelleine machen wir zum Schluss, okay? Dann hält ihr uns noch ein bisschen. Okay. Aber wir haben ja nach vorne jetzt wenigstens mehr Platz, Jürgen. Dadurch, dass der Große nicht mehr vor uns steht, haben wir nach vorne hin mehr Platz. Wir warten auf die Anweisung des Captains. Nach genauen Anweisung des Captains hat Claudia die Mittelleine Los. und los. Okay. Alle Leinen los? Alle Leinen los. Okay. Jo. Bis später in Elburg. Jo. Wichtig beim Leine losmachen ist natürlich, dass man immer die einen schützt, um zum Beispiel jetzt hinten anzuschlagen, als letztes losmacht und man schon am Steuerstand sitzt und gleich gegensteuern kann. Kriege ich Informationen, Schatzi? Ja. Die hintere Leine können wir losmachen. Wir drehen wieder auf den Teller. Wir haben hier sehr nette Menschen kennengelernt, die auch schon, auf Deutsch gesagt, so ein bisschen auf ihrer kleinen Europareise sind und wünschen ihnen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Heute haben wir Sonnenschein, haben wir auch mal verdient. Die Nacht hat es wieder stark geregnet und unser nächstes Reiseziel für heute ist Elburg. Frank und Claudia haben noch was zu besprechen wegen Winterlager. Und ja, wir nutzen das gleich mal auch in Elburg liegen zu bleiben. Das machen wir normalerweise ja nicht, weil das direkt neben unserem Heimathafen ist. Fahren wir normalerweise im Auto hin. Aber heute nutzen wir die Gelegenheit und machen mal ein Elburg-Fest. Weil wir morgen ja sowieso weiterfahren nach Bremerberg, ist das nicht weiter schlimm. Ja, jetzt haben wir nur die Brücke hier vor uns. Da kommen wir so durch und ja, dann haben wir nur die Regelschleuse. Ansonsten freie Fahrt. Überholst du den jetzt noch mittendrin? Ich muss die Antennen nicht runter machen. Das sind locker 10 bis 20 cm, die das Boot höher gegangen ist. Daher muss man die Fender ein bisschen umsetzen, um nicht aufs Kai zu schlagen. Hier ist wieder dieser kleine Stellplatz für Wohnmobile. Hinter den Chalets sind zwei kleine Häfen. Man hätte auch hier draußen längsseits anlegen können, aber binnen hat man ruhiger gelegen. Es hat ja auch gestern wieder geregnet und auch die ganze Nacht hat es wieder geregnet. Da ist auch das Hafenmeisterbüro sehr modern und sehr schick. Sehr nette und freundliche Hafenmeisterinnen. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Das ist der Meldesteiger hier vorne und dann bekommt man einen Platz zugewiesen. Ja, wir sind jetzt auf dem Schwarzen Wasser und fahren jetzt das Ramsdiep erstmal und zum Schluss das Ramsgoil bis zum Kettelmeer. Das ist jetzt eine
ja, wenn wir jetzt hier aus den beiden Schleifen raus sind, eine ganz lange gerade Strecke. Bisschen langweilig, aber kriegen wir auch hin. In Genemuiden ist es immer wieder spannend, bleibt die Fähre stehen oder fährt sie los? Und wir haben es geschafft, wir sind vorbei. Ah, da kommt noch ein Fahrradfahrer, der wird bestimmt auch noch mitgenommen. Wir haben es auch schon erlebt, dass wir Vollstopp machen müssten, weil die Fähre einfach losfährt. Und die Sonne scheint. Wer kein Geld ausgeben will, kann natürlich auch hier in den kleinen Fluchthafen gehen. Da sind wir schon mal mit dem W-Liner gelandet, wo Gewitter angekündigt war. Da kann man auch sehr schön liegen, ohne Strom natürlich, aber das ist auf der Strecke hier fast die einzig vernünftige, sichere Möglichkeit. Aber top. Dort geht's nach Bluckseil. Die Kahlenberger Gracht über Bluckseil wäre auch eine Alternative geworden, hätten wir Gidron ausgelassen. Wir fahren in diese Richtung weiter. Ich gehe jetzt wieder rein ins Warme. Ist schon kühl da draußen. Zur Not mache ich die Kapuze auf. Wenn es zu kalt wird. Als Gangster-Rapper. Ja. wir sind am Fahren, ja. Geht sogar ein Videoanruf über WhatsApp. Morgen, Renate. Muss man zum Friseur eigentlich? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. Ja. Die gerade Strecke hier ist natürlich ideal für den Autopiloten. Und da kann man in Ruhe Kaffee trinken und ganz entspannt warten, bis wir zu der Trennung kommen. Man kann entspannt telefonieren. Ja. Wir fahren heute mal mit Autopilot und es ist zwar sehr windig, aber ich kann hier vorne trotzdem mich hinsetzen. Wenn man sich eine schöne Jacke anzieht, ist das alles kein Problem. Habe ich eine schöne Sturmfrisur. Ja, so ist das halt, ne? Ich habe meinen Kaffee leider schon ausgetrunken und ich genieße das hier. Sich den Wind um die Nase pfeifen lassen. Ja, ab und zu kriege ich hier aber auch einen Wassertropfen ab. Ich glaube, ich muss hier vorsichtig sein. So, das war's mit Autopilot. Den gehen wir wieder Standby und gehen wieder auf manuellen Betrieb über. Sind jetzt auf der Trennung. Jetzt sind wir auf Kurs ins Ramsgäu. Die Hofschifffahrt, die muss natürlich geradeaus weiterfahren bis zum Schockerhafen und da eine scharfe Kurve machen. Und wir können aber auch am Squall fahren und haben dann den Vorteil, dass wir viel früher im Kettelmeer abbiegen können und sparen dadurch ein paar Kilometer. Mein Captain wirkt entspannt. Ich sage ja immer, täglich grüßt das Murmeltier. Wie oft sind wir hier schon lang gefahren? Ja. Man kann es nicht mehr zählen, ne? Da sind sie am Arbeiten anscheinend an dieser Sperre. Ah ja, hier wird dran gewerkelt. Sie müssen ja natürlich auch immer gewartet werden, das ist logisch. Da hinten ist eins auf. Das, was du auch mal sehen wolltest, ist jetzt gerade. Man sieht jetzt hier, wie dieser dicke, fette Schlauch, was das da ist, hochkommt. Und das sieht dann aus wie so ein Damm, genau. Da sieht man ihn offen. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Jetzt kommen wir aufs Kettelmeer und da ist für uns interessant, wir haben jetzt die rote Tonne Steuerbord und wenn wir nachher Richtung Veluwemeer fahren, in die Handwehr rein, dann ist die rote Tonne Backbord. Da bin ich da schon mal umgekehrte Richtung hier an der Stelle drauf reingefallen und war dann kurz auf der falschen Seite der Tonne und habe mich gewundert, dass es so flach ist. Wenn man natürlich weiter Richtung Eiselmeer fahren würde, würde die Betonung bleiben. Wir sind abgebogen und hangeln uns jetzt hier an den roten Tonnen lang. Hier ist auch wieder so ein Vogelschutzgebiet. Sitzen da alle drauf. Marina ist jetzt im Salon und an der Eiselmündung könnte es zu Wellen kommen und sie sichert jetzt den Fernseher. Und ihr könnt sehen, wie da die Bilder hin und her tanzen, weil ja doch ein bisschen Seegang ist. Da kommt ein ganz dicker rausgeschossen.
Den habe ich im AES schon gesehen. Wir mussten jetzt hier mal kurz abstoppen. Und den müssen wir natürlich erstmal durchlassen. Wenn gegen die Eiselströmung starker Wind kommt, dann gibt es hier so 2, 3 Wellen und dann kann es ordentlich wackeln. Und ich passe jetzt wieder weiter auf meinen Fernseher auf. Sieht nicht toll aus, ne? Ich gehe trotzdem mal runter. Ja, man merkt schon, dass ein paar Wellen da sind. Ja, heute ist es harmlos. Aber eine Hand am Fernseher ist immer besser. Ich sag mir immer, sicher ist sicher. Lieber einmal festgehalten, als wie wenn er runterfällt. Ja? So, wir sind drüber und es ist alles schön stehen geblieben. So, jetzt fahren wir in etwas ruhigere Gewässer. Ich werde jetzt für mich und den Captain mal was zu essen vorbereiten, weil wir haben jetzt so langsam ein bisschen Hunger. Ich habe da mal was vorbereitet. Total lecker. Lass es dir schmecken. Danke. Die Schleuse ist jetzt auch nicht mehr weit. Ich werde jetzt das Boot vorbereiten zum Schleusen und alle Fender rausmachen. Man hat immer was zu tun an Bord. Man weiß ja nicht, ob man rechts oder links anlegt. Deswegen bereitet man immer beide Seiten vor. Die Fender sind nicht klein. Also ich brauche nicht in den Krafttrainingraum. Hier ist ein Kanal, der kommt von Kampen. Da passen wir leider nicht durch die festen Brücken. Deswegen können wir da nie lang fahren. Nebelschleuse. Und da wartet ein dicker Frachter davor. Also wir müssen uns beeilen, dass wir da hinkommen. Wenn der Frachter reingeht, wird sicherlich die Schleuse nicht lange warten. Es bleibt rot. Bei diesem Schleusengang passen wir nicht mehr ein. Da müssen wir halt warten. Der Wasserrastplatz, da haben wir auch schon viele schöne Tage verbracht, wo wir noch mit unseren B-Linern damals unterwegs waren. Da liegen noch 2 an der Seite, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir mitkommen, ist ja, nahe 0, würde ich sagen. Da gibt es gleich einen Crash, wenn die da nicht aufpassen. Boah. Ey. Der Segler muss wieder zurück, weil er einfach nicht darauf achtet, dass da vorne rot ist. Der Segler hat jetzt rückwärts gezogen, ohne zu gucken, was hinter ihm ist. Aber es scheint noch mal gut gegangen zu sein. Das Tor ist noch auf, aber ich glaube nicht, dass sie einen reinlassen. Doch, jetzt wird es rot-grün. Grün. Hier geht es wirklich dann nach einer nach dem anderen. Ich bereite mich jetzt auch auf meinen Schleusengang vor. Das ist jetzt wieder so ein Schleusengang, wo wir mitkommen, wenn alle ordentlich mitmachen und nach vorne ziehen. Aber ich bezweifle, dass es funktioniert. Bin mal gespannt. Und genau bevor wir einfahren können, wird's rot. Pech gehabt. Wir müssen zurück. Diesmal hat es uns erwischt. Wir sind leider nicht mehr reingekommen und müssen jetzt warten. Nach einer gefühlten Ewigkeit geht das Tor aus und die Boote kommen raus. Und wir können ablegen. Wir schauen jetzt mal in Ruhe, wie alle Boote in die Schleuse fahren. Die Sequenz dauert jetzt 1 Minute, in Wirklichkeit aber sind es 8 Minuten. Und am Ende sieht man, wie viel Luft noch drin wäre. Es würden locker noch ein paar Boote mehr reinpassen.
In der Hauptsaison ist es daher schon ein Nadelöhr und man hat hier doch einige Wartezeit. Die Schleuse haben wir geschafft im zweiten Anlauf. Frank und Claudia sind wahrscheinlich jetzt schon in Elburg auf dem Liegeplatz. Das ist für uns natürlich einfacher, den zu finden. Müssen wir nicht lange suchen. Und dann könnt ihr nicht schlafen. Ja. Wir müssen warten, bis wir da sind. Und hier sind wieder ganz viele Schwäne. Sind doch viele wieder geboren dieses Jahr. Die ganzen Singles. Und sie rennen übers Wasser. Schwuppdiwupp, weg sind sie. Wieder das nette Lokal. Haben wir auch schon öfters gegessen. At Sea hat hier vorne Liegeplätze. Wir wissen nur nicht, wie tief das da ist. Ob das nur für kleine Boote ist. Auf jeden Fall ist auch Strom vorhanden. Kann man empfehlen. Das Essen schmeckt jedenfalls lecker. Anschließend noch die kleinen Häuschen, die man mieten kann. Das sind Zelte. Ich sehe gerade, die sind das gerade am Aufrollen da vorne. Mit Duschhäuschen, allem drum und dran. Mit Solar obendrauf. Und da hinten, die sind auch neu dazugekommen. Die habe ich auch noch nicht vorher gesehen. Also wird die Touristikbranche, wird hier wahnsinnig viel getan. Ich sehe schon die Elbürger Brücke. Hier gibt es noch einige Wasserradplätze zum Verweilen. Aber man merkt, es ist schon nach Saison, es ist reichlich Platz. Heute fahren wir nicht durch die Brücke Richtung die Klink, sondern wir biegen rein nach Elburg. Liegen aber nicht am Passantensteiger, sondern haben bei Elburg Yachting einen Platz. Und da fahren wir jetzt hin. Frank und Claudia sind schon da. Und zwischen der Motoryacht Isabel und denen ist noch ein 15 Meter Platz frei. Da fahren wir jetzt hin. Unser Heimathafen, der Klinken, wäre jetzt nur 2 Kilometer weiter. Deshalb liegen wir auch sehr selten in Elburg. Wäre tatsächlich auch am Passantensteiger noch einiges frei gewesen. Auf der linken Seite liegt ja eine schöne Atlantik. Elburg Yachting. Ach so, da soll man anlegen. Okay. Es ist sportlich, aber wir werden es schaffen. Hinter der Isabella anlegen. Das bedeutet wieder viel Bug- und Heckstahlruder. Hier ist die Isabel und dann haben wir schön noch dazwischen gepasst. Ja, für uns ist sogar der Teppich ausgelegt worden. Wollen wir mal sehen. Und jetzt gibt es tatsächlich mal ein Anlegerbier. Haben wir im Urlaub noch gar nicht getrunken. Da sind wir. Und da ist die Anna. Guck mal, Anna. Anna, Ja, und jetzt gibt es einen Anleger. Wir sind schon dicke Pötte, da sind wir die Kleinen. Und ja, drüben ist der Passantensteiger und direkt vor uns dann auch schon wieder dicke Pötte. Da liegen wir gleich dahinter und die Isabel. Und hier gibt es den Yachtclub Elburg. Das ist so eine Art Bistro. Kriegt man eine Kleinigkeit zu essen und auch zu trinken. Kann man sehr schön draußen sitzen. So ein richtiges Restaurant ist es nicht. Bei schönem Wetter sitzt man hier ganz gut mit Blick über den Hafen. Hier der Wassersport Winkel, Elburg. Und da hinten sind dann die Hallen, wo die Boote im Winter drin stehen. Ist alles ausgebucht, kriegt man keinen Platz mehr. Hier ist der große Kran. Und ganz hinten durch ist dann das Verkaufsbüro vom Yachtcenter. Dort kann man Yachten kaufen. Hier steht im Winter immer alles voll. Die 3 Servicebereiche haben unterschiedliche Schwerpunkte. Also man findet für alles, was man benötigt, einen Techniker. Yachtcenter. An dem Steg hier stehen die ganzen Boote, die wir uns nicht leisten können. Sehr schick, aber nichts für uns. Schon spannend, welche unterschiedliche Arten von Booten es doch gibt. Für jeden Geschmack ist was dabei. Das ist schon ein Mörderkran hier, der hebt alles raus. Hier sind noch
Auch einige dicke Boote drin. Und hier ist jetzt das Yachtcenter mit der Verkaufsstelle. Brom 39 ist auch noch da. Die haben wir uns ja schon vor 2 Wochen mal angeguckt. Hier so interessante Bauten am Heck. Ganz anders wie Peter seine. Es ist Abend geworden und wir gehen jetzt in die Stadt, was essen. Ich finde, eigentlich hätte nicht der grüne Teppich hier hingemusst, sondern für uns der rote Teppich. Aber naja, grün ist immer besser wie gar nichts. Die anderen haben nichts. Die Stadt haben wir zum Glück eine Abkürzung. Wir können das Tor hinten nutzen, haben den Code und dann ist es doch nicht so weit in die Stadt. Hier auf dem Steg, da stehen natürlich Schiffe der Superlative. Der ziemlich neue, graue hier. Der 45er sieht aus wie ein Zwerg dagegen. Hier geht es dann raus und dann einen schönen Fußweg entlang. Hier hat der Kies mal gelegen. Der Zaun hört da hinten auf und dann ist da noch ein Liegeplatz. Der Weg führt am Wasser entlang, vorbei an interessanten Dingen. Die Netze erinnern an die vergangene Zeit, als Elburg noch richtige Hafenstadt war. Neben dem Bug des Schiffes gibt es die größte Sandskulpturenausstellung der Welt. Dann geht es vorbei an der alten Werft, die jetzt ein Bottermuseum ist. Das ist immer Mittelpunkt von Festivitäten in Elburg. Am Ende kommen wir dann vom Botterhafen. Davor kann man auch mit den Booten liegen, ist aber oft sehr voll. Ringsherum sind viele Restaurants. Vor der Stadt ist das Restaurant der Herberg, auf der anderen Seite der Italiener. Unser Ziel ist aber der Chinese weiter draußen. Elburg ist von einem Wassergraben umgeben. Ein Abstecher durch das Tor nach Elburg rein. Hier kann man auch die Stadtmauer besichtigen und auch den Turm. Auch kann man einmal zu Fuß die Stadt umrunden. Die Hauptstraße ist eine lange Straße und links wird gerade der Fischstand weggepackt. Hier gibt es den besten Kibbeling von Elburg. Leider nur tagsüber. Auf der rechten Seite ist dann auch gleich das beste Eis von Elburg. Auf der ganzen Straße sind sehr viele gute Restaurants. Und an der Kreuzung dann kann man einmal einen Rundblick machen und sieht einige nette Lokale. Und die Straße weiter durch geht es wieder aus Elburg raus und dort ist dann der Lebensmittelladen Jumbo. Hier findet man Restaurants in allen Preisklassen. Auch hochpreisige Restaurants sind dabei. Vor dem Restaurantbesuch machen wir dann einen Abstecher am Fischereimuseum vorbei. Hier liegen auch immer große Schiffe und auch das Rundfahrtenschiff. Unser Ziel ist der Hao Hua. Genau. Unser Stammchinese. Ja. Alles Tipan-Gerichte mit viel Feuer. Ja, YouTube-Video, alles super lecker. Alles, ja, voll berühmt jetzt. Danke, Okay. Ja, gerne. Wenn du es wissen möchtest. Ja. Was ist das? Foto und Tour. Das Foto und Tour. Oh, ist echt. Jetzt bist du auch drin. Unser Lieblingschinese in Elburg. Tolle Speisen, sehr leckeres Essen, freundliches Personal. Die Preise sind angemessen. Wer also Chinesisch mag, sollte hier mal hingehen. Klare Empfehlung. Ja, von dem Café de Hafen, da kann man abends auch noch ein Bier trinken, wenn alle anderen zu haben. Essen kann man auch. Elburg ist eine Festungsstadt. Hier kann man einiges auch besichtigen, ist sehr romantisch, hat eine schöne Einkaufsstraße. Viele Restaurants hier in Elburg kann man empfehlen. Essen gehen kann man hier wirklich gut. Wir liegen hier am Yachtcenter. Normalerweise würden wir drüben am Passantensteiger liegen. Die Sanitärlagen dort sind auch sehr gut. Man ist relativ schnell in der Stadt. Allerdings ist es hier doch sehr laut durch die Straße, die hier lang fährt. Das ist also nicht so angenehm, wenn man ruhig liegen möchte. Dafür hat man tolles Hafenkino. Hier alle Schiffe, die rein und raus wollen, müssen hier vorbei. Das macht wirklich Spaß. Ja, es lohnt sich mal hierher zu kommen. Eine Woche später gibt es dann ein großes Fest in Elburg. Zu der Zeit sind freie Liegeplätze fast kaum zu finden. Da muss man echt früh da sein oder Glück haben. Jetzt sind hier die Bottertage in Elburg und man sieht, was hier schon los sein kann. Alles voller
Schiffe. Und da ist Elburg natürlich richtig voll. Mit den Schiffen kann man natürlich auch fahren. Elburg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und ja, bis zum nächsten Video.